Herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus Valencia. Diese Woche nehmen wir euch mit in das alte Flussbett des Rio Turia. Wir verbringen mit euch einen Tag am Stadtstrand. Und wir zeigen euch die Schönheit der alten Gebäude in der Altstadt. All das und noch mehr gibt es nach dem Intro. Bleibt dran! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Wir machen uns auf den Weg nach Valencia. Für eine Woche verlassen wir den Van und freuen uns auf Weihnachten mit meiner Mutter. Unsere Wohnung liegt zentral in der Altstadt. Zur Begrüßung gibt es Tapas, wie es sich für Spanien gehört. Für mich als Hamburger ist natürlich die Runde um die Alster in meiner Heimatstadt die schönste Laufstrecke der Welt. Aber diese Laufstrecke hier in Valencia, die kann es fast damit aufnehmen. Traumhaft schön, das ist ein ehemaliges Flussbett hier mitten in der City. Das wurde irgendwann stillgelegt oder trockengelegt vielmehr. Und obwohl Weihnachten ist hier wahnsinnig viel los. Viele Leute sind am Laufen. Bei 18 Grad sind viele Spaziergänger unterwegs und es ist einfach eine echt sehr nette Atmosphäre. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit auf meine Laufrunde und viel Spaß. Der Jardin del Turia ist ein Park, der in den 1980er Jahren im alten Bett des Flusses Turia von verschiedenen Stadtplanern und Landschaftsarchitekten angelegt wurde. Der Flusslauf ist nach der großen Flut von 1957 in den Süden Valencias umgeleitet worden, um die häufigen Überschwemmungen der Stadt zu verhindern. Toll für uns Läufer sind die Distanzmarkierungen entlang der Strecke. Das fehlt, glaube ich, auf der Alsterrunde in Hamburg noch. Wir lieben es, immer wieder durch die Gassen zu schlendern und dabei die Schönheit der alten Fassaden zu bestaunen.
Der Weihnachtsmarkt auf dem Plaza de la Reina lockt nicht nur uns an. Unsere Weihnachten verbringen wir ganz entspannt. Zum traditionellen Weihnachtsmenü gehört für uns auch in Spanien Rotkohl und eine leckere vegane Bratensoße. Als Vanlifer in die Großstadt zu fahren, ist natürlich immer eine kleine Herausforderung. Insbesondere, wenn man, so wie wir, für eine Woche in eine Wohnung zieht. Wir haben uns natürlich vorher schon Gedanken gemacht, wo lassen wir eigentlich unseren Kastenwagen. Haben uns dann extrem gefreut, dass wir direkt in der Altstadt, in der Seitenstraße unserer Wohnung einen Parkplatz gefunden haben am ersten Tag. Die Freude währte allerdings nur kurz. Ja, wir haben dann dummerweise gleich ein Ticket kassiert, weil wir nicht gesehen hatten, dass man an der Stelle nicht über Nacht parken darf. Ja, wir haben dann nochmal umgeparkt, aber auch leider da nochmal ein Ticket kassiert. Und eigentlich ist das hier ganz gut eingerichtet. Man kann nämlich an den Parkautomaten die Tickets gleich bezahlen. Nur mit unserem funktioniert es leider nicht. Also die Strafzettel, ne? Ja, die Strafzettel auch bezahlen. Nur mit unserem funktioniert es leider nicht. Wir haben es ausprobiert und deswegen müssen wir jetzt, sobald wir den Strafzettel verstanden haben, in die Bank, um ihn da zu bezahlen. Das probieren wir jetzt mal aus. Das Coole ist, dass wenn man innerhalb einer bestimmten Frist bezahlt, dass man dann einen Rabatt bekommt. Und diese Frist wollen wir natürlich auf jeden Fall halten. Deswegen suchen wir jetzt mal die entsprechende Bank. Nach Weihnachten ist der Kühlschrank leer. Zeit für einen Besuch in der Markthalle. Der 1928 eröffnete Jugendstilbau bietet auf einer Grundfläche von 8.000 Quadratmetern neben Lebensmitteln und Spezialitäten auch typische Souvenirs der Stadt. Das Highlight ist für uns die Seidenbörse aus dem 15. Jahrhundert.
Hier hat der Handel mit dem Stoff, der von Asien über die Seidenstraße nach Europa kam, wesentlich zum Reichtum der Stadt beigetragen. Die Architektur bietet viele Details, die sich erst auf den zweiten Blick zu erkennen geben. Daher empfehlen wir neben den 2 € Eintritt für die Besichtigung unbedingt den Audioguide für 2,25 €. Wir haben uns entschieden, den Wagen nicht außerhalb des Zentrums in einem Wohngebiet zu parken, weil wir gelesen hatten, dass es wohl relativ viele Autoaufbrüche hier gibt in Valencia. Und nach einer etwas längeren Suche haben wir glücklicherweise schlussendlich diese Garage hinter uns gefunden. Allerdings hat die nur eine Durchfahrtshöhe von 2,70 Meter. Ja, uns war so ein bisschen Angst und Bange, aber genau, ich bin reingefahren, der Garagenwärter hat von innen geguckt, Petra von außen und ja, wir haben den Wagen reinbekommen ohne Probleme. Deutlich günstiger, als sich jeden Tag ein Ticket einzufangen. Auf jeden Fall. Valencia ist eine Stadt, die es geschafft hat, alt und neu harmonisch zu kombinieren. Es gibt ja so Camping-Gadgets, bei denen man sich fragt, brauchen wir das wirklich? Für mich gehört dazu auf jeden Fall dieser ominöse Ofen Omnia. Aber was soll ich euch sagen, seit Weihnachten haben wir jetzt auch so ein Ding. Petras Mutter hat einen aus Hamburg mitgebracht und dort seht ihr das gute Stück. Wir werden also in Zukunft vermutlich auch noch mal das ein oder andere Kochvideo jetzt rausbringen. Macht euch auf was gefasst. Neben der Altstadt bietet Valencia noch mehr. Wir verbringen einen Tag am Stadtstrand. Hier lassen wir nicht nur die Seele, sondern auch die Beine baumeln.
Am nächsten Tag besichtigen wir die Ciudad de las Artes y las Ciencias. Dieser reizvolle Gebäudekomplex liegt ebenso wie Christophs Laufstrecke im bzw. am trockengelegten Flussbett des Turia. An unserem letzten Abend freuen wir uns, dass wir unsere Tapas auch im Dezember im Freien genießen können. Que rico! Nachdem wir Puschel aus der Garage abgeholt haben, geht es Richtung Flughafen. Nach einer Woche zu dritt verabschieden wir uns. Guten Flug, wir sehen uns in Hamburg. Das war unsere Weihnachtswoche in Valencia. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Und alles Gute für 2024. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, ciao. Tschüss.